Nach über 2 Wochen harter Arbeit an Bord von Ostesand war der Refit des Oberdecks geschafft und wir waren an den letzten Vorbereitungen für die Probefahrt. Auf der Probefahrt ging es darum, alle Funktionen vom Boot zu testen, genauer kennenzulernen, hineinzuspüren, funktioniert alles. Die Probefahrt endete etwas unerwartet längsseits im Schlepp. Allerdings haben wir dem Boot Schlepphilfe gegeben und nicht umgekehrt. Und wir haben den Segler erfolgreich zu seinem Liegeplatz im Hafen zurückgebracht. Hoffentlich ein gutes Rum für die kommende Reise. Und Peter, kannst du das glauben irgendwie so? Nee, noch nach nicht. den ganzen Sachen, die wir hier so verbockt haben und versenkt haben hier. Unglaublich, habe ich auf dem Kopf. So, dieser Steg, dass Ostesand diesen Steg nochmal verlassen würde. Das war verdammt harte Arbeit. Heute ist Tag 17 und es geht endlich los. Oder 18? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die Überführung von Ostesand ging von Porto 350 Seemeilen nach Süden an der Atlantikküste entlang nach Faro. Kaum abgelegt, haben wir die Werkzeugkiste wieder ausgepackt und die letzten noch fehlenden Teile an Deck montiert. Wir hatten so großen Zeitdruck, dass wir selbst in der Nacht vor der Abfahrt noch bis 3 Uhr früh gearbeitet haben und nur noch alle absolut kritischen Dinge erledigen konnten, bis es losging. Bei wunderbar ruhigem Wetter segelten wir dann in den Sonnenuntergang. Es ist jetzt 22:30 Uhr in unserer ersten Nacht, die wir komplett durchfahren. Und wir fahren in Zweierteams. Peter und ich fahren eine Schicht und die andere Schicht fahren Brigitte und Tom. Und ja, wir haben jetzt 2 Stunden geschlafen in etwa. Und wir fahren jetzt weiter in der Nacht. Also ich bin vom Sonnenuntergang in die Nacht reingefahren, dann geschlafen, jetzt sind wir wieder dran und so rotieren wir dann die ganze Nacht durch. Wir sind so weit draußen, es gibt hier kein Handyempfang mehr, kein Datennetz, nichts. Auch das UKW-Funkgerät würde nicht mehr bis ans Land reichen wahrscheinlich. Auf dem AIS, also das Schiffsinformationssystem, wo wir einen Empfänger haben, also wir sehen die anderen Frachter zum Beispiel um uns drumherum, ist auch nur selten was zu sehen, also wir sind hier ganz, ganz, ganz allein. Da cruisen wir durch die Nacht. Wir düsen durch die Nacht mit 6 Knoten. Ja. Es ist ein herrliches Gefühl. Wir haben ruhige Seen, wenig Wellen. Und der Sand zieht wie auf Gleisen ihren Weg. Wir haben 1:10 mitten in der Nacht. Die Stimmung ist perfekt. Die andere Schicht schläft gerade sanft. Peter und Sebastian sind jetzt dran. Und bleiben dran. Bleiben dran. Mal gucken, wie lange wir jetzt noch fahren. Ich glaube, wir fahren eine längere Schicht als nur 2 Stunden jetzt. wir gehen hier so schnell nicht mal weg. Man sieht es leider nicht, der Sternenhimmel ist unglaublich. Und es macht so viel Spaß. Einer fährt und einer liegt im Schlafsack auf der Bank. Der Atlantik ist sehr wohlgesonnen. Und wir haben richtig Spaß. Und es ist so großartig. Jetzt fahren wir genau in den Sonnenaufgang rein. Einmal durch die Nacht gesegelt. Oh ja. Und durch die Zeitumstellung. Fahren wir kurz. 180. 5 Knoten. Es dreht uns immer auf den Wellen, weißt du, wir reiten Ja. jetzt auf den Bergen, dann hast du mal 190, dann hast du 170. Schwer zum Steuern. Es geht. Genau, Peter am Plotter. Plotter hängt eigentlich drin und das ist nur ein iPad, das mit dem gekoppelt ist.
Man kann auch Smartphones mit dem koppeln, da gibt es Apps. Kann man den von hier außen fernsteuern. Da diese Canyons, die man da sieht unterm Zeigefinger, das ist der Ort, wo die Monsterwellen in Portugal auftreffen, die höchsten Wellen der Welt. Bis 30, 40 Meter, wo die Surfer dann am Strand die Riesenwellen reiten. Aber wir gehen ganz weit draußen dran vorbei, wo es sicher ist. Da genau. Und man sieht diese weißen Linien, das sind die tiefen Linien und das ist so ein Canyon da. Und die Atlantikwellen, die von Westen kommen, da reinlaufen, die türmen sich dann ganz, ganz, ganz hoch auf. Und bei uns hier draußen, da sind sie gar nicht hoch. Da merkt man das wahrscheinlich kaum. Und dann am Strand sind sie riesenhoch. Weißt du, was toll ist? Während der ganzen Aufnahme, Filmnummer jetzt hier, habe ich kein einziges Mal denken müssen. Was ist? Ostesand fährt so genial geradeaus, wenn die Segel stimmen. Das ist unglaublich, wie auf Eisenbahnschienen. Zack. Guck, was haben wir? Wir sind. Okay, na Kurs. Sind das 190. 190. Ja, von 185 jetzt. Ja. Sowas. Ja. Und Peter, wie ist das Gefühl nach der ersten durchsegelten Nacht auf dem Atlantik? Das war der Hammer, oder? Richtig cool. Ja. War ein Abenteuer. Stromprobleme. Plötzlich Strom auf 9 Volt auf der Batterie. Ein Motor angemacht. Hat auch nichts gebracht, als die Ladespannung nicht gebracht wurde. Beim anderen Motor hat es dann ein bisschen Strom gebracht. Das hat uns über die Nacht gerettet. Und mal gucken heute, wie wir das wieder lösen. Sobald die Sonne da ist, wird es mit Solar wieder geladen. Dann läuft das wieder. Vor der nächsten Nachtfahrt müssen wir das noch regeln. Das hält uns nicht davon ab zu feiern. Oh ja, Peter, komm her. Oh Mann. Man sieht übrigens, gar kein Land mehr, ne? In alle Richtungen gibt es nur noch Wasser hier. Wir haben uns ein bisschen verfahren. Bisschen nee, haben wir nicht. Wir sind an Nazaré, sind wir mit gebührendem Abstand vorbeigefahren. Ja, aber sehr gebührend, so 10 Jahre nicht so 40 Meilen. Ja, ist ja okay. Voll schnell. Wir haben sie ja. Warte mal. Nee, gar nicht. Was sagt der Plotter da unten? Ein Kreis sind 20 Meilen. Ja, 30 Meilen. wir hätten hier nicht so rausgemusst, aber ist Safety first, ne? Herzlich willkommen in meiner Koje. Es ist Sonntag, Nachmittag. Ich habe gerade die ersten 2-3 Stunden richtig geschlafen. Nach der Nacht, die ich mit Peter zusammen im Schichtwechsel jeweils fast komplett durchgefahren sind. Also wir haben uns immer abgewechselt. Einer hat immer auf der Bank geschlafen, einer ist immer gefahren und umgekehrt. Aktuell sagt der Plan, dass wir auch heute nicht hier in den Hafen anlegen, sondern dass wir gleich die zweite Nacht hinten dran durchmachen auf See. Der aktuelle Plan ist, nach Sines zu gehen und das werden dann wahrscheinlich 48 Stunden am Stück segeln mit 2 Nächten zwischendrin. Wir hoffen, dass wir das elektrische Problem lösen können oder mit den elektrischen Verbrauchern in der nächsten Nacht sinnvoller umgehen können. Wir haben einen Windmessanzeiger uns jetzt provisorisch gebaut, der unten ist. Es sind auch da nicht auf den angewiesen, der oben am Mast elektronisch ist, der gar nicht funktioniert. Kompassbeleuchtung ist eine Birne, glaube ich, durch und verrottet, die andere geht jetzt wieder. Ja, es ist ein Segelboot, gibt es immer was zu tun. Im Laufe von Tag 2 ist uns dann das Gas ausgegangen. Ja, wenn man durch die Nacht durchfährt, braucht man viel Warmes zu trinken und auch zu essen. Und wir haben den Verbrauch einfach nicht richtig kalkuliert, beziehungsweise uns war nicht bewusst, wie leer schon die Gasflasche bei der Abfahrt war. Also ging es jetzt in die zweite Nacht und die war erstmal ziemlich kalt und ungemütlich. Peter? Peter! Aufstehen! Ja. Wir sind wieder dran. Ja.
Alles gut bei dir? Ja. So, Wachwechsel. Oh, das war jetzt echt aus dem tiefen Schlaf gerissen. Es ist 2:30. Pause. Jetzt geht's weiter. So, es ist jetzt mitten in der Nacht. Sebastian hat wieder die Kamera am Start. Wir fahren unter Genua. Wind kommt genau von hinten. Haben uns die ganze Zeit mit Groß und Genua auf einen Seiten oder Wechselseiten rumgeärgert, schon den ganzen Tag. Und jetzt haben wir uns nach der Bachübernahme entschlossen dazu einfach. Das war ein bisschen chaotisch. Erstmal, Wind war erst still, dann gedreht und jetzt läuft es wieder. Und genau deshalb machen wir jetzt die Bäume rein, damit es stabil stehen bleibt, auch wenn man mal ein bisschen den Wind nicht exakt von hinten hat. Okay, kommt. So. Nummer 1. Number 1. Sehr schön. Ja, durch die Nacht. Lange, lange, lange Nacht. Der Wind schlief in der Nacht irgendwann ein und wir konnten nur noch unter Motor fahren. Morgens dann Regenwetter und in der Bucht vor Lissabon ging die Sonne auf. So, ob der jetzt in Fahrt ist oder ob der gerade die Ankerkette lichtet, kann man noch nicht so ganz sehen. Hat eben gut angefeuert, kam viel schwarzer Rauch aus dem Kamin, aber bewegt sich noch nicht. Vielleicht zieht er gerade die Ankerkette hoch, wir wissen es nicht. Liegt mitten auf unserem Kurs. Gehen wir mal schön hinten dran vorbei. Tja, kurze Zeit später dreht der Frachter um und fährt genau in die entgegengesetzte Richtung. Aber alles kein Problem, wir hatten alle genug Platz. Delfine begleiteten unsere Fahrt, wunderschön. Außer dem Gasherd hatten wir noch einen nicht mehr funktionierenden Petroleumofen an Bord, den wir uns dann mit viel Improvisationskunst und Ideenreichtum nochmal angenähert haben. Jetzt kommt einmal How-to Petroleumofen. Genau, wir haben hier einen Tank mit Petroleum und das soll ich jetzt hier reinfüllen. Ja, und wir haben den Ofen nur in Gang gebracht, weil uns am zweiten Tag auf See Das Gas aus. morgens gleich schon das Gas ausgegangen ist. Dann haben wir beschlossen, wir laufen an Lissabon vorbei nach Sines, gehen einkaufen und dann fahren wir weiter, um dann festzustellen, dass das uns zu viel Zeit kostet. Also haben wir uns dann einen Tag Zeit gegeben, tagsüber, das gute Stück in Betrieb zu nehmen und uns Sines zu ersparen. Und das hat tatsächlich geklappt. Bis jetzt. Bis jetzt. Nur machbar. Es geht hier um Spaghetti und So. nicht um einen Heißluftballonflug. So. Nee, also, Ups. Wie man sieht, füllt sich der Kolbe dann gern wieder mit. okay, da fängt es von an zu unten. laufen. Genau, und Da da brauchen wir hast du dein Holzsicherheitsding. Genau, wir drauf. haben ja ein Holzboot. Ne? Dann brauchen wir, um flexibel zu bleiben, wie immer im Leben, ein Keil, den man hier reindrücken kann. Dadurch Der erhält Mann. man einen Druck, der garantiert hält, weil Holz ist ja flexibel in jeder Art. So, das hält. Dann gehen wir einen Schritt weiter in die Küche. Zünden wir das an. Und zünden alles an. Hier Also ist den Herd nur. den Herd, ja. Wir öffnen hier mutig den Haupthahn. Dann nehmen wir Brennsprit. Ganz einfach Brennsprit. Leeren das drauf. Leicht mal von oben. Ja. Bitte nicht nachmachen. Warum nicht nachmachen? Weil, wie man sieht, ist es nicht kindertauglich.
Ja gut, das also kindertauglich, das hat jetzt keine... So, man zündet das Vorsicht mit der Kamera. Ja, wie was? zünden In das jedem an. Mann steckt ein Kind, oder? Was heißt das Zünden jetzt? das an, das macht am meisten Spaß, ne? Ja. Anzünden. Oh, das ist schön. Bis dieses Pfännchen hier leer gebrannt ist Ja. und der Brenner oben angeheizt wird. Und dann In macht diesem- man Petroleum auf. In diesem Brenner ist eine Düse, die dann hier hochspritzt, und weil das so heiß ist, verdampft das Petroleum sofort, strömt über dieses perforiertes Käppchen da raus und entzündet sich als blau-heiß brennende Flamme. So, So. also wir sehen, die Flamme geht dem Ende Ja, jetzt, entgegen. jetzt, Es wird jetzt, jetzt, trocken. jetzt. Wir müssen den Zeitpunkt nicht verpassen, jetzt haben wir die größte Hitze hier. Es wird Mach spannend, meine Damen und Herren. Und Wir jetzt? drehen das auf. Das vergaß. Jetzt mache ich die Lampe ein bisschen weg hier. Oh, was haben Voilà. So, das war der Kick. Taylor Sprint. Ah, da kann man sich ja wahrscheinlich die Finger bei verbrennen, Kann man oder? schon. Kann man Ist der schon. Hund noch ein Flämmchen, was eigentlich ungewollt ist, aber das stört uns nur peripher. Oh, das sieht aber Weil- toll aus. Das Flammbild ist ja super. Das heißt, das Ding da unten ist undicht, Ja. ist aber nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Wow. Kinder, macht das nicht nach. Hoppla. Außerplanmäßige kleine Explosionen gehören zum täglichen Geschäft. Okay, dann Platte drauf, Kochtopf drauf. Kochtopf drauf, wir nehmen jede Flamme heute. Alter, ist auch was drin? Ja, Wasser. Zur Kontrolle. Improvisation ist in solchen Situationen einfach alles. Zum Glück hatten wir genug Bau- und Bastelmaterial sowie Werkzeug an Bord und haben uns dadurch wieder mit warmen Speisen und Getränken versorgen können. Die dritte Nacht geht zu Ende. Ich habe gerade die Schicht übernommen. In der Nacht ist wieder viel passiert. Wir fahren jetzt seit 3 Uhr schon wieder unter Motor, weil einfach der Wind zu schwach ist. Die Landzunge unten ist noch 20 Meilen entfernt. Das heißt, wir sind da wahrscheinlich im Laufe des Vormittags. Und nach der Ecke sind es noch 60 Meilen bis Faro dann. Ein Bilderbuch Sonnenaufgang und ein paar Meilen später umrundeten wir das Kap. In der Nacht ist die Streckerleine vom Großsegel gerissen, die das Großsegel nach hinten rauszieht. Und jetzt fädeln wir einen Ersatz ein, die aber zu dick ist. Wir ziehen sie dünn. Damit wir wieder das Groß in allen Möglichkeiten nutzen können. Wir haben es provisorisch in der Nacht einfach hinten festgemacht, aber das ist keine Dauerlösung.
Wahrscheinlich einfach fester ziehen. So läuft sie nicht. Oh oh. Wahrscheinlich, weil sie so dick ist? Nein, die Schot war nicht so dick. Wir hatten sie einfach nur falsch eingefädelt. Nach insgesamt 3 Versuchen hat es dann funktioniert und wir konnten unsere Segel wieder wie gewohnt benutzen. Danach war es dann an der Zeit, die Pläne für den Endanlauf in Faro zu schmieden, der in die 4. und letzte Nacht fallen würde. Die großen, den 2 Segeln vorn, das müssen wir vereinfachen. Aber wir fahren jetzt weg ein bisschen, Ja. sodass wir dann vielleicht mit Genua und Groß dann uns wieder ranwirschen. Wenn sie ziehen. Aber so viel was springt ja das ein bisschen vor. Ne? Ja, ja, ja. So, da sind wir im Endanlauf auf Faro. Tricky Einfahrt. Mit ganz spezieller Moleneinfahrt. Ein enges Fahrwasser mit schönen Untiefen rechts und links direkt. Auch hier schon vorne draußen. Und da drin werden wir irgendwo ankern. Die Navigation haben wir auch ganz klassisch auf Papierkarten gemacht und parallel auch digital mit dem Plotter und auch mit Smartphones. Ganz einfach aus dem Grund der Redundanz. Gerade wenn man Stromprobleme hat oder wie wir mit den Verbrauchern Probleme hat und nachts teilweise nicht immer die volle Leistung zur Verfügung hatte, ist es total wertvoll zu wissen, man ist nicht nur auf ein Gerät angewiesen, sondern kann auch jederzeit auf eine alternative Navigationsmethode zurückgreifen. So haben wir immer wieder Wegpunkte auch in der Karte markiert und Kurse dort vermessen, aber gleichzeitig auch die Wegpunkte im Plotter gesetzt und damit navigiert. Die Einfahrt in Faro war durchaus spannend und trotzdem hat alles gut funktioniert. Und letztendlich konnten wir den Anker an der zuvor geplanten Stelle werfen. Jetzt kann ich aufmachen. Fahren wir noch vorwärts? Minimal. Damit ging für uns eine 86 Stunden dauernde Reise über 350 Seemeilen zu Ende, die wir nonstop durchgefahren sind. Ein unglaubliches Erlebnis und hoffentlich werden noch viele folgen. So, herzlich willkommen zurück im Küchenstudio. Hast du doch mal nachgekippt? Nein. Stürzt doch schon was drauf? Nein, wir sind am Filmen, guter Mann. Wir sind hier im Fernsehen. Mit der Fernsehbox und mit der Anzug. Mir geht es mehr ums Essen als ums Fernsehen. Ja, nu. Es ist nur YouTube. Es ist kein richtiges Es ist Fernsehen. kein richtiges Fernsehen. Kein ORF. Genau, wir haben hier einen Tank mit Petroleum und das soll ich jetzt hier reinfüllen. Ohne zu sabbern, Ohne zu sabbern, was ja. nicht einfach ist. Aber was erklärt, warum unser Klo nach Petroleum stinkt. Genau, und der Tank wird dann unter Druck gesetzt und dann... Oh, kleckert schön. Aber du hast den genau an die richtige Stelle gestellt. Petroleum auf der Klobürste ist bestimmt auch nicht verkehrt, oder? Ja, flutscht gut. Das ja, kann man auch als Reinigungsmittel Ja, nehmen. aber sicher entfettet Entfettet. und es überdeckt jeglichen Geschmack. Aber jeglichen.